Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Ich möchte heute gern mal wieder ein 3-Karten-Reading machen. Das heißt, welche Situation kriegen wir hier fürs Kollektiv angezeigt? Was ist wichtig zu sehen? Was können wir tun oder was tut sich und worin endet es dann? Und wir schauen das Ganze jetzt mal an. Oh, wow, wow. Wir haben hier schon wieder die Wunderenergie. Ich kann es nun auch mal nicht ändern. Die Karten fallen mir ebenso entgegen. Oftmals habe ich dieses Thema. Und wir haben diesen Regenbogen-Wasserfall. Und hier steht ja auch alleine schon der Regenbogen für das Thema Hoffnung. Das heißt, da wir hier die Karte ja auch im Jetzt liegen haben, dürften wir uns ein bisschen mehr fokussieren für die Geschenke des Universums, die in das Leben fließen. Es ist hier auch Zeit, Ängste abzulegen, Zweifel, möglicherweise auch mal wieder das Gefühl zu kriegen, dass alles in Ordnung ist. Es geht auch um das Gefühl, dass man hat, vielleicht mit allem alleine klarkommen zu müssen. Und wir dürfen hier als Ausgangspunkt einfach auch mal wieder abgeben und zusehen, wie sich die Dinge vielleicht auf nicht erwartete Weise oder auch auf so Dinge, die man als rätselhaft empfindet, löst. Manchmal sieht man am Anfang das Endergebnis viel aus seiner Perspektive, wo man sich vorstellen kann, wie könnte etwas geschehen. Aber hier wendet sich etwas zum Guten, mit dem wir halt eben so nicht rechnen. Das ganze Leben ist ein Wunder, das sollte man sich vielleicht immer wieder mal bewusst machen. Es kann ja auch alles nicht anders sein, wenn ihr euch überlegt, wie die Natur funktioniert, wenn wir uns überlegen, Sonne und Mond spielen zusammen, die ganzen Planeten, möglicherweise auch die eine Medizinlehre haben, die wissen, wie hochkompliziert das alles aufgebaut ist. Das ist kein Zufall und wir sind ein Teil davon. Hier wird ja auch immer wieder gesagt, am Ende des Regenbogens gibt es Gold. Und der Regenbogen heißt ja auch, irgendetwas wird uns bereichern. Aber nicht durch das, wie wir es uns, oder durch die Art und Weise, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Achtsamkeit ist hier sehr wichtig, dass wir eben einfach versuchen, bewusst zu sein, was alles für gute Dinge in unserem Leben sind. Ich weiß, gerade in schwierigen Phasen fällt es oft schwieriger als sonst, schwerer als sonst. Und es geht darum, das Leben mehr zu bejahen und es nicht abzulehnen, nur weil es Herausforderungen hat. Und man hat ja auch so dieses Ding, dass wir vielleicht schon gar nicht mehr mit irgendwelchen spektakulären Dingen rechnen, die mal ganz anders eintreffen können als erwartet. Das Thema kommt so oft, auch in den Tagesbotschaften, und ich glaube, dass wir das einfach mehr auf den Schirm nehmen sollten. So, was können wir jetzt tun? Wir haben hier die Energiekarte mit dem Feuergeist und da ist es keine Zeit dafür, sich zurückzunehmen, sondern da lasst man auch nicht zu, dass so destruktive Gedanken einem die Energie rauben oder dass man nur die Bedürfnisse von anderen erfüllt, damit man sich selber nicht erschöpft. Sich von Beschränkungen befreien, die wir uns vielleicht auch selbst auferlegt haben oder die Erwartungen von anderen mitbringen. Hier ist so eine gute Botschaft drin, die kann ich mir auch auf die Löffel schreiben. Im Prinzip dürfen wir unser Energiepensum nicht immer nur verbrauchen, sodass keine Reserven mehr da sind. Hier ist jetzt Zeit dafür, die Energien zu befüllen für sich selbst und auch wieder mehr Energie aufzutanken, die einem nur selber dient, ne? Die Seele zu erquicken, etwas zu machen,
was einem gut tut, was energiespendend ist. Und somit kriegen wir das hier auch wieder hin, dass mehr Vitalität und Lebensenergie einen erfüllt. Das innere Feuer zu zügeln oder auch da in sich hinein zu investieren, wo es gebraucht wird für uns, ist hier ganz wichtig. So, dann haben wir hier am Ende das Ergebnis. Wo kommen wir hin? Hier sehen wir unter dieser Schneekugel einfach so ein beschütztes Zuhause, ne? Das ist so, eigentlich ist das wunderschön. Man hat hier sein Fundament, seine Grenze. Man ist durch diese Kugel auch irgendwie geschützt. Aus dem Haus scheint ein schönes Licht raus. Und wenn wir hier sozusagen diese Energiereserven wieder auffüllen und uns damit beschäftigen, dass wir uns gute Energie geben, dann haben wir hier so dieses Ding, dass wir nochmal ausmisten, dass wir Pläne schmieden, dass wir uns ausruhen, dass wir sehr viel geschafft haben auch, dass wir erneuern und Ressourcen pflegen, auch die inneren, dass wir dann an diesem Punkt auch reparieren, ordnen, Gegenstände wieder so hinbringen, wie sie sind. Das kann natürlich das Innenleben sowie auch den Haushalt betreffen. Es geht darum, alles in Ordnung zu bringen und auszusortieren, was eben nicht mehr funktioniert. Hier kriegt man auch gesagt, bereite dich vor, hier ist Frühlingsenergie und baue dir so Grundlagen, ne? Damit, wenn du dann wieder loslegen kannst, du das alles geordnet hast. Es geht auch darum, im Prinzip, wenn man hier diese Achtsamkeit wieder mehr an den Tag legt für die Wunder, dass man sich nicht zerstreut im Alltag oder im Außen, dass man die Stille aufsuchen kann und dass man auch die Hektik mal weg oder aussperrt, um für sich selber zu entspannen. Und hier ist auch sehr viel, wie nennt sich denn das, Bilanz ziehen und reflektieren und Ausschau halten nach irgendwelchen Nachrichten. Und es ist dann auch erforderlich, dass wir Dinge eben anpassen an unser Jetzt. Wir gucken mal, welches Krafttier hier noch mitgeht. Ich finde diese Legung immer sehr schön, weil sie auch so lösungsorientiert ist und genau aufzeigt, an was es hapert. Und wir haben hier die Regenbogenforelle. Hier sind unerwartete Begegnungen und Gewinne. Das passt sehr gut zu dem Regenbogenwasserfall. In diesem schwimmt hier die Regenbogenforelle. Die Regenbogenforelle und das Wunder an sich ist, dass sie eine Glücksbotin ist für Reichtum, für Fülle, für unerwartete Liebesbegegnungen und natürlich auch für Leuchtpunkte im Leben. Die glänzt hier in allen Farben. Jede Farbe hat eine bestimmte Botschaft sowieso schon. Es ist eine Zeit, in der man viel Hinweise und Zeichen kriegt, auch über die Träume. Man hat einen guten Zugang zu seinen eigenen Gefühlen und man wird von der Strömung getragen im Leben. Und es geht hier auch sehr viel um Kommunikation. Es kann auch nonverbale sein oder telepathische, die wir hier in die Welt hinaustragen dürfen. Und natürlich ein Anzeichen von Fülle und Wunder im Jetzt. Und das ist eigentlich eine Doppelung sozusagen. Also dürfen wir das auch zweimal angucken. Wir nehmen noch ein Vögelchen. Hier hat sich eins gedreht. Das ist die Taube. Ich überbringe dir Frieden, Sanftmut und Nächstenliebe. Sei empfänglich für die Zeichen im Alltag. Ich schenke dir Hoffnung und stärke dein Verständnis in Konfliktsituationen. Wunderbar. Das lassen wir jetzt so stehen. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Denkt an die Wunder und an die guten Dinge, die Lichtpunkte, die ihr im Leben sehen könnt, wenn wir achtsam damit umgehen. Und denkt daran, auch für euch selbst gut zu sorgen. Ich drücke euch bis morgen.